Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine Neuheit für euch und zwar die neue ER-Schiene E190 in der Pro-Version. Das heißt, der Heli ist wieder 3D-flugfähig. Wie das aussehen kann, das zeige ich euch gleich natürlich noch. Aber dank der Stabilisierung kann man den als Einsteiger natürlich ebenfalls im normalen gemütlichen Scale-Rundflug fliegen. Allerdings ist hier diesmal kein Höhensensor verbaut. Ansonsten habe ich hier wieder die RTF-Version für euch, also alles dabei, was ihr zum Fliegen benötigt. Was das ist, zeige ich euch gleich natürlich nochmal. Dann zeige ich euch wie immer den Heli und die Fernsteuerung mit den Funktionen etwas genauer. Und am Ende gehen wir natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Viel Spaß und bis gleich. Ja, dann machen wir den Karton mal auf und haben natürlich als allererstes hier wieder die beiden Bedienungsanleitungen, einmal für den Heli und einmal für die Fernsteuerung. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit Zubehör. Darin befinden sich die beiden Ersatz-Rotorblätter, ein Ersatz-Heckrotorblatt, das USB auf USB-C Ladekabel, einen Stickerbogen zum Bekleben des Helis. Dann haben wir noch 4 Heckfinnen dabei, 2 rote und 2 grüne. Dann haben wir noch einen Raketenwerfer und eine MG dabei zum Anstecken. Als nächstes haben wir einen 2S 1200 mAh LiPo-Akku im Hardcase. Hier oben haben wir den einen Ausschalter, der auch gleichzeitig für den Akkuzustand zuständig ist. Dann haben wir noch einen 5-Volt-Anschluss, wo wir noch eine Lampe anschließen können. Und auf der Seite haben wir noch einen USB-C-Anschluss zum Laden. Dann haben wir als nächstes natürlich die 2,4 GHz Fernsteuerung. Die zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Und last but not least die wunderschöne Bell UH-1D. Und die schauen wir uns als nächstes mal etwas im Detail an. Ja, schauen wir uns die ER-Schiene E190 Pro mal etwas näher an. Ich habe jetzt hier auch schon direkt den Raketenwerfer und das MG angesteckt und auch die Heckfinnen hier hinten. Das ist bei mir auch alles nur gesteckt, ohne zu verkleben. Das hält normalerweise auch. Wir haben hier wieder ein richtig cooles und wirklich scales Modell, auch wieder mit richtig vielen Details. Von der Optik her ist die Bell ziemlich identisch mit der E190 Version ohne das Pro. Wir haben hier auch über das gesamte Modell wieder viele Nieten angebracht und auch die ganzen Konturen an den Türen und die Stöße wurden hier sehr detailliert abgebildet. Hier oben der Turbinenbereich ist auch wieder sehr schön gemacht mit den Gittern und Nieten, nur der Auslass ist hier etwas vereinfacht ausgeführt worden. Hier vorne haben wir ebenfalls wieder eine kleine Antenne und einen Cable Cutter. Auch am Heckausleger sind wieder viele Nieten angebracht und auch ein paar schöne Konturen wurden hier abgeformt. Was hier auch wieder sehr cool ist, dass man die Seitentüren an beiden Seiten aufschieben kann. Das sieht immer richtig schick aus, wenn im Flug auch die Türen offen stehen. Hier oben sitzt auch noch eine Status-LED, das zeige ich dann in den Funktionen, wofür die da ist. Auch die Beleuchtung ist ja ebenfalls identisch. Wir haben rechts eine rote Positionsbeleuchtung und links eine grüne. Das war es dann leider schon. Die Scheiben sind hier auch wieder in klar-dunkel ausgeführt, was ich auch ganz cool finde, auch wenn man hier ein bisschen auf die Elektronik gucken kann. Aber die klaren Scheiben passen sehr gut zum Modell. Das Landegestell ist auch schön gemacht, aber nicht ganz so detailliert. Dafür sind die Lackierung und die paar Dekals wieder sehr gut und sauber aufgetragen worden und das Modell hat eine wirklich schicke Optik. Der Rumpf besteht aus stabilem Kunststoff, das kann man hier in meinem Drücktest gut sehen. Wir haben natürlich wieder den UH1-typisch hochgesetzten Rotorkopf. Der wird hier wieder direkt über einen 1200 kV Brushless-Motor angetrieben. Genau wie der Heckrotor. Der wird ebenfalls direkt über einen 5300 kV Brushless-Motor angetrieben. Dieser sitzt auch zum Glück immer noch auf der richtigen Seite, nämlich in Flugrichtung links. Die Rotorwelle, das Rotorkopf-Zentralstück und auch bei der Pro-Version die Blatthalter bestehen hier aus Metall. Die Taumelscheibe allerdings zum größten Teil aus Kunststoff. Und wir haben natürlich auch wieder die altbekannte DFC-Anlenkung am Rotorkopf. Die Rotorblätter sind hier auch wieder schwarz und haben an den Enden diese weißen Blattspitzen. Oberhalb des Rotorkopfes sitzt auch wieder die Bell UH1 typische Paddelstange. Die Taumelscheibe wird hier von 3 Mikroservos angesteuert, die hier auch wieder im 120 Grad Winkel zueinander angeordnet sind. Auf der Unterseite haben wir dann, wie eben schon gesagt, diesmal keinen Höhensensor verbaut und auch sonst ist der Unterboden eher unspektakulär. Die gesamte Elektronik befindet sich hier wieder hinter der Cockpithaube. Wenn man da mal ran muss, kann die Haube nach dem Lösen von 4 Schrauben abgenommen werden und hat somit freien Zugang zu der ganzen Technik. Hier unten in die Öffnung wird dann der Akku wieder eingeschoben und muss dann so weit reingedrückt werden, bis die 2 Klipse hörbar einrasten. Dann kann man über einen längeren Druck auf den Knopf den Heli anschalten. Zum Rausholen des Akkus muss man dann einfach nur die beiden Klipse wieder zusammendrücken und den Akku heraushebeln. Der Rotorkreis beträgt auch hier wieder 375 mm, die Rumpflänge beträgt 380 mm und wir haben ein Abfluggewicht von ca. 305 Gramm. Die Flugzeit beträgt hierbei in etwa 8 bis 12 Minuten. Ja, die Pro-Version ist auch wieder ein richtig schickes Modell geworden und ich würde sagen, ich zeige euch nochmal ein paar schöne Aufnahmen und danach gucken wir uns die Fernsteuerung und die Funktionen mal etwas genauer an.
Ja, wir haben hier wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung aus Kunststoff. Diese sendet im Protokoll FHSS, wie zum Beispiel auch Futaba. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch wieder ganz gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Diese lassen sich auch wieder in der Länge etwas anpassen. Hier mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Hier oben befindet sich noch eine blaue und eine rote LED und darunter ein Lautsprecher. Unten haben wir dann ein großes LCD-Display. Hier werden unter anderem ein paar Infos angezeigt, zum Beispiel ob der Sender sich im Mode 1 oder Mode 2 befindet, den Batteriestand des Senders und so weiter. Rechts und links neben dem Display haben wir noch ein paar Knöpfe, und zwar rechts 2 Auswahltasten, mit denen wir im Menü die Parameter umstellen können. Und links mit der oberen Taste können wir in das Menü der Fernsteuerung reingehen und mit der unteren Taste können wir das Menü wieder verlassen. Im Menü selber können wir dann noch einige Parameter abändern, wie zum Beispiel die Gaskurve, die Pitchkurve, Expo und so weiter. Eigentlich alles, was man so mit einer anderen Fernsteuerung auch einstellen kann. Man kann bei der Fernsteuerung auch den Flugmod von Mode 2 auf Mode 1 ändern. Dazu einfach beim Einschalten der Fernsteuerung den Mode-Knopf gedrückt halten, dann den jeweiligen Gasstick einmal hoch und runter bewegen, also den rechten Stick für Mode 1 und den linken Stick für Mode 2. Dann ist der Sender schon mal elektronisch umgestellt. Dann müssen wir allerdings natürlich auch noch den Sender mechanisch umstellen, weil der Pitchknüppel ja nicht federrückgestellt ist. Das macht man hier hinten ganz einfach mit einem Schraubendreher. Steht aber auch alles in der Anleitung. Man muss aber den Sender dafür nicht mehr aufschrauben. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt und mit den Trimmknöpfen können wir alle Achsen noch etwas nachtrimmen. Oben haben wir dann noch 4 Schalter, und zwar ganz rechts haben wir den zweistufigen Throttle Hold bzw. Motorausschalter. Hiermit können wir den Motor sperren, damit er nicht ungewollt anlaufen kann. Das heißt, ist der Schalter nach oben gelegt, ist der Motor gesichert, und wenn wir den Schalter nach unten legen, können wir den Motor starten. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn ich hätte es besser gefunden, wenn es andersrum gewesen wäre, dass der Motor nach unten gesichert ist. Dann haben wir als nächstes einen zweistufigen Schalter zur Auswahl der Taumelscheibenausschläge. Heißt, wir können hier zwischen einem geringeren und einem höheren Ausschlag der Taumelscheibe wählen. Der jeweilige Mode wird auch hier im Display in diesem Dreieck angezeigt. Die kleine Spitze heißt kleiner Ausschlag. Und die große steht für höhere Ausschläge. Auf der linken Seite haben wir dann ebenfalls noch einen 2-Stufen-Schalter. Hier können wir zwischen dem 6G-Modus und dem 3D-Modus hin und her schalten. Das heißt, im 6G-Modus mit einer grünen LED am Heli angezeigt, ist der Heli über den Gyro stabilisiert und in den Ausschlägen begrenzt und fliegt somit eigenstabiler und geht bei Loslassen des Knüppels wieder in die neutrale Flugposition zurück. Und im 3D-Modus mit einer roten LED am Heli angezeigt, können wir dann freier fliegen und er ist nicht mehr so stark stabilisiert und geht auch nicht mehr in die Neutralposition zurück, wenn wir den Knüppel loslassen. Möchte man, sofern man es beherrscht, Rollen, Loopings oder auf dem Rücken fliegen mit dem Heli, müssen wir den letzten Schalter links unten verstellen. Hier können wir nämlich zwischen einer Gaskurve und einer Gasgeraden umstellen. Das heißt, ist der Schalter nach unten geschaltet, erhöhen wir ja mit dem Pitchhebel auch gleichzeitig die Drehzahl bis etwa zur Knüppelmitte. Von dort aus bleibt die Drehzahl dann konstant und ziehen wir den Knüppel dann zurück, verringert sich auch die Drehzahl am Heli wieder auf 0 und der Motor geht aus. Wenn wir dann richtiges 3D fliegen möchten, also auch zum Beispiel auf dem Rücken, dann müssen wir ja Negativ-Pitch haben, indem wir den Pitchknüppel nach unten ziehen. Dabei darf die Drehzahl aber natürlich nicht weniger werden. Daher müssen wir für den 3D-Flug den Schalter hochschalten für eine konstante Drehzahl, die dann bei jeder Knüppelstellung gleich bleibt. Die ist dann auch etwas höher als die in der unteren Stellung. Sieht man auch hier in der Anzeige auf dem Display. In dieser Stellung ändert sich dann auch gleichzeitig noch die Pitchkurve. Hier hat man dann mehr Negativ-Pitch zur Verfügung, damit man eben auch auf dem Rücken fliegen kann. Diese Stellung kann man übrigens auch im 6G-Modus aktivieren. In dieser Stellung muss man natürlich darauf achten, dass der Motor nach dem Landen nicht von alleine ausgeht. Hier muss man dann den Motor über den Throttle-Hold-Schalter abschalten. Und zu guter Letzt haben wir hier oben noch die Antenne sitzen, hier hinten noch einen Griff zum Tragen und auf der Rückseite unten haben wir noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein.
Am Ende wie immer ein kleines Fazit. Optisch ist die Bell ziemlich identisch mit der Eherschiene E190 UH1 in der Nicht-Pro-Version. Eine baugleiche Version habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Also wieder richtig schick geworden mit vielen Details und auch wieder mit diesen aufschiebbaren Türen, was ich ja richtig cool finde. Ein paar Unterschiede gibt es aber dennoch, habt ihr ja gesehen. Zum Beispiel sind die Blatthalter hier aus Aluminium und nicht mehr aus Kunststoff. Und wir haben hier keinen Höhensensor mehr verbaut. Ansonsten ist die Bell, glaube ich, ziemlich identisch mit der normalen Version. Fliegerisch ist sie auch wieder sehr gut. Sie fliegt wirklich richtig schön stabil. Gerade im Stabilisierungsmodus ist sie auch für etwas geübtere Einsteiger sehr gut fliegbar. Etwas mehr muss man natürlich hier auf die Höhe achten, da wir hier keinen Höhensensor verbaut haben. Das merkt man dann beim Fliegen schon, aber das ist alles Gewöhnungssache und auf jeden Fall beherrschbar. Wie ihr wisst, bin ich kein 3D-Profi und daher habe ich jetzt auch die Erlaubnis bekommen, das 3D-Flugvideo von Banggood hier einzufügen, damit ihr zumindest mal sehen könnt, was der Kleine alles so drauf hat. Aber richtige Scale-Flieger machen solche 3D-Geschichten ja eh nicht und ganz ehrlich, passt das zu so einem schönen Scale-Modell sowieso nicht. Was ich schade finde, ist, dass der Sender nicht anfängt zu piepen, wenn der Akku am Heli zur Neige geht. Da müsst ihr dann selber auf die LEDs achten, wenn die anfangen zu blinken. Das ist bei Sonne natürlich etwas schwieriger. Ansonsten würde der Heli auf jeden Fall die Kraft verlieren und relativ schnell dann auch langsam runtergehen. Da müsst ihr natürlich dann gucken, dass ihr am besten auf geradem Gelände seid, sonst droht der Heli natürlich beim Landen umzukippen. Was ich auch schade finde, ist, dass der Blatthalter hier unten keinen Sechskantansatz hat für die Mutter. Da muss man nämlich immer mit einer kleinen Zange oder einem Mini-Maulschlüssel die Mutter festhalten, wenn man die Schraube lösen will. Es gibt ja auch Blatthalter, die haben hier unten so einen Ansatz, so einen Sechskantansatz, wo dann die Mutter reinkommt. Dann kann man einfach nur mit dem Finger die Mutter festhalten und die Schraube reindrehen. Das geht hier leider nicht. Ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Pro-Version der Bell UH1 unten in die Kommentare. Findet ihr das gut, dass ab und zu mal so 3D-Versionen rauskommen, wo man richtiges 3D mitfliegen kann? Oder hättet ihr lieber mehr Helis mit GPS, damit die einfacher zu fliegen sind? Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Der Link zur UH1 ist natürlich unten wieder in der Videobeschreibung. Lasst mir auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Bald kommt hier nämlich ein richtig cooles und besonderes Modell, was ich euch vorstellen darf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.